Was geht ab, liebe Big Sound Community? Wir haben ein weiteres neues Produkt für euch und zwar den NO Synergy. Das Ganze ist ein Pumpbooster in Kapselform. Ich habe jetzt 2 Kapseln genommen vor meinem Armtraining und ob er was taugt, seht selbst. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal. Die Reaction-Videos scheinen ja hier irgendwie am besten anzukommen. Wofür machen wir uns eigentlich die Mühe, eigenen Content zu kreieren? Ich weiß es nicht. Also in Zukunft nur noch Content für Faule. Nur noch hier sitzen. Bodybuilding müssen wir auch keinen mehr machen. Perfekt. Da sehe ich mich. Ja. Auf jeden Fall. So. Wo soll es heute drum gehen? Es geht wieder um Jay Cutler. Und zwar haben wir jetzt letztes Mal auf sein Steroid-Cycle beziehungsweise auf so ein bisschen Steroid-Cycle-Geplänkel, Gelaber mit Greg Doucette reagiert. Und in den Kommentaren und auch so von dem einen oder anderen hat man dann gehört, dass das wahrscheinlich eher Blödsinn war, was er da geredet hat. Und dass er an anderer Stelle wohl schon mal behauptet hat, deutlich mehr zu nehmen. Und der liebe Roman hat mich auf einen Podcast von Jay Cutler hingewiesen, auf den sogenannten Cutler-Cast. Und hier vom Datum her, 24.02., das muss vor dem Video mit Greg Doucette gewesen sein, hat Jay einen Podcast zusammen mit Milos Sakrev. Milos mit Milos aufgenommen. Und wir haben jetzt, ich habe es mir tatsächlich noch nicht angehört. Wir haben jetzt einfach mal auf gut Glück ein bisschen reingespult. Es sind hier ein paar Timestamps und so wie es aussieht, sind die nächsten 20 Minuten tatsächlich relativ interessant. Es wird hier einmal ein bisschen über Insulin geredet und unter anderem auch, wie Jay Cutler es hinbekommen hat, 273 Pfund, wie viel sind das? 130 Kilo. knapp 130 Kilo auf die Bühne zu bringen und auch über die ein oder andere Schulterinfektion bei Jay. Ich dachte, Milos, der ist wirklich bekannt dafür, dass er gnadenlos ehrlich ist und auch keiner, der bekannt dafür ist, wenig Stoff zu nehmen. Und so ist das ja manchmal. Ne? Es kommt ja auch immer so auf sein Gegenüber drauf an, mit wem man sich unterhält, ob man jetzt Sachen so ein bisschen über- oder unterspielt oder überspitzt. Ja, ich würde sagen, kommen beide aus derselben Zeit, mehr oder weniger. Ja, die standen auch, glaube ich, zusammen ein paar Mal auf der Bühne. Milos hat selber x Wettkämpfe gemacht, war nie ganz so erfolgreich wie Jay, aber als Trainer ist er auf jeden Fall geisteskrank erfolgreich. Ja. Gut, wir hauen einfach mal auf Play und dann schauen wir mal, was die Jungs so schnacken. About the supplementation, EAAs and glucose, I applied my father's idea. That's the hyperemia advantage. You increase blood flow to the muscle, you deliver this in a circuit. So that's like one of the things. Magazine wrote the article. Magic. Die Theorie von Milos hinter seinen Insulinprotokollen ist immer, dass er quasi, also wenn ich das richtig verstanden habe damals, er möchte quasi das Blut mit so vielen Nährstoffen, Aminosäuren und so weiter anreichern. Deswegen diese geisteskranken Intra-Workout-Shakes mit vielen ERAs, BCAAs, Glutamin und so weiter. Und dann möchte er quasi durch das Insulin schaffen, dass möglichst viel Blut in der Muskulatur landet, wo sie eigentlich hingehört. Ist prinzipiell erstmal kein schlechter Ansatz. Er sagt auch immer, dass es somit der einzige Zeitpunkt, zu dem dein Muskel voller Blut ist im Training. Deswegen macht er das so gerne, so mit diesen ganzen Dingen. Genau. Workout drink, which I was drinking, right? And they called me the mind, and then called Sean Ray the mouth. Where did you get the insulin coming from? Because you're known as the guy that has a lot of insulin knowledge. So, in Eastern Europe, DDR, Eastern Germany, Romania, Bulgaria, Russia, I got some information about steroid, how they combine allergenics and anabolics, GH, and then there was insulin many times. And I didn't understand why insulin. So I started researching and said, oh, it's an anabolic hormone, it stores everything. You can use this to benefits.
but I didn't know how to use it. There was no explanation back then, you know. So, but around what time was this? That was 92. Okay. So And then 92, yes. Das ist schon interessant, ne? Milos ist derjenige gewesen, der sowohl Intra-Workouts als auch Insulin überhaupt ins Bodybuilding gebracht hat, was beides heutzutage als komplett völlig normal angesehen wird. Weißt du, wann diese Transformation von Dorian Yates war, wo er ein Jahr vorher noch so aussah wie die damaligen? Ich glaube 96, 97. Okay, das war dann später, okay. Ja. And then on my first contest, 91, San Jose, Tim Belknap was diabetic. Yeah. And I remember he was taking insulin backstage and then eating, you know, danishes and all this, you know, sugary stuff. And man, once he started popping up... Did he beat you that show? Or? No, I beat him. Okay. I did beat him, yeah. But, I mean, I beat him on symmetry, on the lines. He was he was bulky then. He was bulky and, you know, either way, if they gave it to him. But I've seen like, oh my God, this is crazy. So I was putting two and two together, so let me try the insulin. At the time, there was not that fast-acting insulin. There was Humulin N, R, U, you know, so specifics, right? So Humulin R was the fastest acting. And that has an onset in 45 minutes, peak in 2 hours, and then out in 8 hours. So that was kind of hard to control. But I said, this is what we have. So then I would time it, okay, to peak while I'm training. So I would take it like 2 hours before, and then you have to eat. But what to eat? You know, so I didn't know how many units, how many grams of carbs. So I was experimenting with less than I supposed to, and then I would get hypoglycemia, and then I would have to eat more. And after a few tryouts, you know, I started feeling okay. So I said, oh, I conquered this. To maintain blood sugar level, you needed like so many grams of carbs per unit. And I determined back then it was about 10. You could get away with less, but you know, risk. So I would just put 10 grams per unit. And I published that article in Muscle Media 2000. So this is where it all came from? Yeah, that's... Do you think that's where the protocol actually started from? Because I was always told, I know when I started to learn about insulin, like it was 10 grams of carbs per unit, right? So if you took 10 units, you needed at least 100 grams of carbohydrates. But the continuous was the question mark because everyone's metabolism is different, so it comes back around, right? Yeah. So it's like how long does it stay in your system? Yeah. Because but that can depend on metabolism, correct? You could, yeah. And like you said yourself, I mean, if you can mention that even with all the carbs that you take, you would still go hypo. And, you know, you take... Ich muss hier auch einmal unterbrechen. Ne, das ist so das Erste, was man so über Insulin liest, ne, wenn man sich schlau macht über Dosierung und so weiter. Man liest immer so diese 10 Gramm pro Einheit. Das ist wahrscheinlich für viele Leute auch ein ganz guter Ausgangswert, wo sie relativ safe mit sind. Aber geil ist auch, was heutzutage auch normal ist und was aber immer noch von vielen falsch gemacht wird, ist so nach dem Motto, er hat dann festgestellt, dass er immer unterzuckert ist und musste dann mehr essen. Anstatt auf die Idee zu kommen, weniger Insulin zu nehmen. Ne? Ja. Also ist immer so. Ist auch, man kann es auch nicht pauschalisieren. So wie er sagt, jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Ich würde jetzt auch nicht direkt mit 10 Gramm pro Unit anfangen, sondern ich würde lieber 12, 13 Gramm und dann Blutzucker messen und schauen. Ja, man kann das ja vorher relativ gut rausfinden, wie gut bei jemand die Insulinsensitivität ist, je nachdem, wie sich der Blutzucker überhaupt nach den Mahlzeiten verhält. Das stimmt auch. Ja. Und ja, aber wir hören erstmal weiter. Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant, weil dafür ist Milos einfach bekannt geworden. Milos. Well over 10 grams per unit, right? Yeah, I mean, at certain times, you know, like 10 before, you know, 20 after, or whatever. It was, I had to build up, of course. 30 after. Yeah, 20, 30, yeah. And then, you know, another 10 or whatever, you know. Yeah. And I see... But I've heard... Okay, guck mal, da hat Jay gerade das erste Mal gesagt, er hat 10 Einheiten Pre-Workout genommen und 20 bis 30 Einheiten Insulin Post-Workout plus nochmal 10 Einheiten später. Da sind wir schon bei 50 Einheiten. Das geht nicht irgendwie, ist nicht das, was er bei Greg Doucette gesagt hat. Ne? Überhaupt nicht. Insulin hat er nie benutzt. So, ja. Astronomical amounts, like up to 100 units at a time, you know? Yeah, I mean, I don't know how anyone could ever handle that.
You see, 20 units is already a supraphysiological amount, more than your pancreas would make it. So if you have more than you would normally ever make it, this is enough to create crazy. I was using 20-20, and you can take 20 before you train. Yeah, 20 before. With a lot of carbs. A lot of carbs. Yeah. You see, I was like you. Didn't eat much fats. It would just be protein and carbs. I didn't eat any fats. Yeah. I wasn't even eating steak, for dieting times. Yeah. Wow. Mostly egg whites, light fish. Light fish. I didn't even eat a lot of chicken. I'd use protein powders a lot, So basically you had less than 20 grams of fat. Oh my God. Yeah. It's a keto diet, Yeah. But you had close to 1,000 grams of carbs, right? Yeah, a lot, very often. So I think if I would have thrown some fats in there, I wouldn't have had to eat as many carbs, and maybe I would have had a better, different effect. I mean, you might have approached it different, but I kind of stuck with what worked, right? Yeah. I mean, look, 2001, you look like absolute freak. I'm going to say it publicly, like I said many times, 2001, you won the Olympia. Everybody knows, including Ronnie. But you were on insulin, right? Yeah, I did take it on and off certain days. But I was also, I'm not going to lie, I was taking 4 meals where, of course, carbs like rice and, some simples or whatever else. But I also had protein, 4 meals out of the 6, like protein powder. Yeah. So can you get lean, or does it work? Like, would you, in someone's protocol today, use protein powders? Yeah, it's only if you trust. Was sind das für absurde Fragen? Kann man mit Proteinpowder? Er hat gerade gesagt, er hat in 4 von 6 Meals hat er Proteinpulver benutzt. Und gleichzeitig stellt er damit die Frage, ob man damit überhaupt lean werden kann. Was ist so? Ja. Es ist irgendwie, damals war das anders, ne? Ja, stimmt. Die haben das noch ausprobiert. So. Ja. Da war auch dieses sinnvolle Denken, glaube ich, nicht so am Start, habe ich das Gefühl, bei manchen. Das ist so crazy. Das ist für uns heute irgendwie so gar nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Aber die haben damit einfach wirklich rumexperimentiert. Ja. Daher kommt das ja auch bei den Amis, ne? Die rechnen auch immer so, die fragen, wie viel Protein, also wenn ich Jay Cutler frage, wie viel Protein er isst, dann sagt er 8 Unzen pro Mahlzeit. Ja. Was heißt, du hast 8 Unzen gekochtes Fleisch pro Mahlzeit gegessen? Ja. Was hat das damit zu tun, ob du 8 Unzen Protein isst? Ganz komisch, ja, das stimmt. Sowas macht mich wahnsinnig. Chicken is chicken, turkey is turkey, fish is fish, protein powder is what they tell you it is, right? So if it is what it is, then good. But if it's compromised and you don't have a protein and amino acids you're expecting, but then you have more carbs and some garbage, obviously you had a good quality one because it didn't reflect on your physique. But audience would probably, because I love this story. 2001, you were on a lot of insulin. You were ripped to the bone, 285 before 2 weeks before the show. A week before the show. Because everybody was like, oh, you can't use insulin, it would blow your midsection, it would make you hold water, if you know how to control it. You even said you were getting leaner on it. I was getting leaner, but I'll be honest, like I stopped from after 2004. I never used it again from 05, 6, 7, 8, not till the end of my career. Not to say that I didn't use metformin, like I used that in the off season, but never really pre-contest. So, and I mean metformin I used for the first time in '96 when I won the nationals. I was introduced to metformin, like just to make my, make the carbs the muscle more sensitive, But I didn't know anything about it. I just was kind of like, it was kind of introduced to me. Auch geil, ne? Metformin kriegt jetzt gerade eigentlich wieder so einen Hype, ne? so einen Hype. Ja. Und die haben es schon damals Jay hat es damals schon benutzt, aber das wurde gefühlt für 20 Jahre lang hat das gar keiner für Bodybuilding benutzt. Ich habe das vor dir auch nie gehört. Ich finde es krass, dass die das damals schon genutzt haben. Ich habe das erste Mal Metformin benutzt, kurz bevor, muss so 2000, ich weiß, da war ich im Olympic, meine erste Prep 2014 oder so. Okay, das ist schon. Ich habe 2014 oder 2013 schon das erste Mal Metformin benutzt. Das ist schon lang, ja. Krass. But as far as insulin,
you know, I feel that, like, it was harder to maintain conditioning for me using insulin as, like, it always works great, like, the first time you really use it, right? I think around that time was really the first time I used it consistently, right? Because I told you, I dieted down, like, from 16 weeks, I went on 50 grams of carbs a day, like 3 days, and then on the 4th day, I'd bump up to like 500-600 grams of carbs. And I got ripped in five weeks, and by 10 weeks out from the Olympian 01, I was already like shredded to the bone. So basically, Chris is like, listen, you're just gonna have to eat. You know, I cut my cardio, and that's when, like, on the high days, like for back and leg days, I took the insulin. So, and then eventually it was like high carbs every day that I trained. So I would train on a 2-on, 1-off cycle, but on that two days, I was training body part, you know, I was doing 4 workouts because I was training twice a day. That was the protocol. Like, today, no one trains twice a day. Yeah. And I think we talked a little bit off camera about this, but I want to touch on that in a second. But so I was kind of like, I don't believe a lot of cardiovascular is needed if you're outputting, because I feel that weight training does burn more calories than cardio. Do you agree? Oh, absolutely. Okay. So I was training intense. My rest periods of 45 seconds. Das ist auch sowas, was Milos oft gemacht hat oder oft macht. Der macht kein Cardio, sondern lieber 2-mal am Tag Training. Also rein vom Kalorien-Output ist auf jeden Fall besser, ja. Her, safe. Die Frage ist halt, ob deine beiden Trainings produktiv sind. Das ne? stimmt Ob du auch. schaffst, dich davon zu regenerieren. Und im Endeffekt, man sagt ja, dass das Krafttraining ist nicht dafür da, um Kalorien zu verbrennen. Klar. Aber logischerweise, wenn du Schwergewichtsbodybuilder bist, 2-mal am Tag trainierst, du wirst kaum viel Cardio brauchen, um du verbrennst da sowieso in Form zu kommen. Ne? Cardio hat ja einfach andere Vorteile fürs Herz-Kreislauf-System. Ja. So, Roman muss keine 2 Stunden Zermas machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Okay. Vor allem Roman, trainiert er noch so mit High Reps? Ich glaube ja, ne? Er macht schon. Weiß ich nicht gerade. Okay. Seconds, you know, I was eating my 6 meals a day. I mentioned, you know, what kind of those carbohydrates versus protein were. Some simple sugars, you know, white rice. I would have honey. I would add honey just to get to 1,000 grams of carbs is a lot, right? It's not the joke. Yeah. So, and that's why I think I use the protein powders, because for me to eat, you know, 8 ounces of chicken or whatever with that, and obviously we know if the carbs are that high, the protein doesn't have to be as much. And I think I was only like around 300 grams of protein anyway, like on a lot of days. I mean, if I was eating 50 grams of carbs, I'd eat 400 grams of protein. But I wasn't doing that at that point. So only 400 grams of protein? Das glaube ich nicht, weil die Amis wieder anfangen, ihr Protein aus allen anderen Quellen nicht mitzuzählen. Ja. Wenn er schon 1000 Gramm Carbs gegessen hat, dann hat er schon 100 Gramm Protein, nur aus seinen Reis- und seinen Kohlenhydratmahlzeiten, und das zählen die nicht mit. Nee, machen sie auch nicht. Also für alle, die das hören, ihr müsst das immer, die lügen nicht, weil für die ist das so normal, aber die Amis, die tracken einfach oft ihr Essen ganz anders. Das geht, man muss halt nur einheitlich mit dem sein, was man macht. Na, und wenn du das immer so machst zwischen Coach und Athlet, dann funktioniert das natürlich so, aber nicht jetzt auf die Idee kommen, dass ihr das übertragt. Protein and 50 grams of carbs. So, and not a lot of fat, you know? Okay, so 400 grams of protein and 1,600 calories, 50 grams of fat is 200, that's 1,800 calories. You were less than 2,000 calories a day? Yeah, but I mean, for the love of God, that's less than your BMI. And I came to the Ironman and you beat me. Now you know why. Yeah, thank God you did. Thanks, Chris. Yeah, so I was doing 2 hours of cardio a day, so you can imagine I was training twice with weights too, so I was in the gym 4 times a day. Yeah. I see. Was? Und er hat 1.800 Kalorien gegessen, 2.000, und hat 2 Stunden Cardio gemacht und 2-mal am Tag trainiert. Ja. Meinst du, der ist einmal die Woche zu McDonald's gegangen? Nee. Ich glaube nicht. When I say about the everything, we want maximum results. Er hat Schritte gesammelt. Auf dem Cardio-Gerät. So I think you compromised a little bit, you overdid it. Yes. You didn't have enough. And it wasn't, listen, Chris didn't agree with it. I said, I'm doing 50 grams, because I was so embarrassed after 98 tying with you. So I was so embarrassed because, you know, I had won everything up to this. You know, 96, you said we met, but I won everything.
took 97 off, and I said, I'm gonna go full tilt into 98, because I knew my competition. Like you mentioned, you saw me in 96, I couldn't mess with Chris. And, so, and I had the infection, no one, we talked about this, so I had a okay. Jetzt haben wir die Schulterinfektion. Like get infected, and Silvio Samuel, this is, I think you were, I don't know if he was at your place then, but, so he came out, and we had this DMSO, and I was sitting, I remember exactly, I was sitting in my bathroom, and he came and he put this DMSO thing, and he was rubbing, what was he rubbing? He massaged something in it. But I already had a tan on. I already had done my, like, one coat of tan. This was days out. And next thing you know, like, because it was swollen, I had a bump, you know, and I'm like, oh shit, I don't want this to show. And of course, that DMSO and putting that tan, and it just infected the thing even worse. It looked like the knot went away, but it leaked into his bloodstream. Because obviously if it's a knot, the white blood cells are holding it in. And it leaked it into his bloodstream. So it was all smooth, you know, and I could barely do the biceps. So I was like, shit, should I pull out of the show? Or experience. I mean, look, you pull it off and you won. Maybe it's not dominant, and assholes like me or somebody else could say maybe you deserve it, you didn't deserve it, right? But you still won. And there was, you know how it is nowadays when you criticize somebody, like especially these new guys, they get so offended. I say it's my opinion, right? And I said it. And look, sometimes differences are so close. Ja, müssen wir nochmal. Also er hat eine Schulterinfektion gehabt. Und dann hat er dieses DMSO. Ist DMSO nicht eigentlich nur ein Stoff, der so in Cremes benutzt wird, zusammen mit einem Wirkstoff, um das quasi durch die Haut ins Blut zu bringen? Ich glaube, das ist das tatsächlich. Also meine Mama benutzt das auch bei manchen Sachen. Aber ist es nicht so, keine Ahnung, wenn du so eine Voltaren-Salbe hast oder so, ist das nicht eigentlich nur Diclofenac und DMSO? Das weiß ich nicht. Oder wenn du so ein transdermales Testosteron hast oder so. Ich meine, wenn du dir Testosteronpulver auf die Haut schmierst, passiert gar nichts. Ja, aber das muss ja durch die Haut quasi wie eine Injektion ins Blut. Und ich glaube, für sowas wird DMSO benutzt. Aber warum haust du das auf eine Infektion? Das ist entzündungshemmend. Wenn es das ist, was ich denke, das benutzt meine Mama oft, dann ist es das wahrscheinlich, dass es wirklich entzündungshemmend wirkt. Okay. Ich finde das crazy. Okay, damals wurde viel Winstrol in Wasser benutzt, das war so Standard, ne? Aber sich das noch in die Schulter zu schießen, kurz vorm Wettkampf, die Wahrscheinlichkeit, dass man das einfach sieht, ist so wahnsinnig hoch. Also es sei denn, man will, dass es anschwillt, aber Roman hat gesagt, irgendwo reden sich ja auch noch über hier EasyClean. Weißt du, dieses Zeug, was die injiziert haben, damit sich das alles entzündet. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir hören noch mal so 2-3 Minuten rein. Vielleicht haben wir Glück und das ist die Stelle, ansonsten müssen wir noch mal suchen. Auf jeden Fall bis jetzt schon ziemlich interessant. Ich finde es interessant, ja. Na? Und ich habe auch das Gefühl, hier ist Jay wirklich ehrlich. Also weil da fühlt er sich, glaube ich, in der Runde wohl. Ja. Und das stimmt schon. Crazy. And I favor conditioning here was way better. Like if you beat me in Ironman, your condition is better than mine. So you would have said, okay, yeah. Yeah, so I would accept it. But, judges are going for whatever. You know, in 07, honestly, I thought he was going to die. Seriously. Man. No, it was that bad. He couldn't, when he would talk, his jaw was shaking. You told me that story. Yeah, and he would just, oh my God. And I was like, dude, this isn't good. Like something's shutting down. But that dimethyl sulfoxide, right? It's transdermal agent, brings everything. So God knows what is in this cream that you put it inside your body. Like, oh my God, I didn't know that you were infected. But didn't you? I remember that the night show there was a room. Didn't you get an IV? No. I mean, I was supposed to go to Australia for Tony Doherty to tour. And I remember I was like, I can't come. You know, I got a bad infection, and I remember I started antibiotics. I mean, Terry was, she's the nurse practitioner, so it's like, it was an issue, but I ended up going, yeah. I remember you saying, you're like, I'm dumping blood because I got to fly 16 hours. Yeah, it was a mess, and that was the worst. That was the worst year, even worse than losing for me. At which point of time did you realize you can win Olympia? When I went on the European tour with Coleman in 2000 and finished second to him, and Chris Aceto said that you're going to beat 2000. It was after, right? It was after, he might have got third, I think. I think so it was after I placed 8th, coincidentally, only myself and Ronnie of the big caliber name. Okay, ich glaube, das wird auch in diesem Podcast sein, aber ein bisschen später.
Was sagst du dazu? Ich fand's interessant. Jay hat ja jetzt nicht viel gesprochen, eher Milos. Ich finde es sehr interessant, dass Chris Aceto auch mit sau viel Insulin arbeitet. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja? Er hat noch im letzten Podcast mit Greg hat er gesagt, dass er mit Chris Aceto nie Insulinprotokolle besprochen hat. Aber komisch. Oder gar keine Drug Protocols. Ja, das klingt hier nicht so. Nee. Aber ich finde auch, ich höre gerne Milos zu. Ich mag ihn tatsächlich. Also ich fand es jetzt gut, auch interessant. Ja. Was sagst du dazu? Ja, also das klingt schon realistischer. Ja. Ne? Ich habe immer so, ich denke so, jemand, der so weit ist, ne? Warum sollte der Halbgas fahren, wenn er so kurz davor ist, quasi alles zu haben? Das passt einfach nicht in deren Mindset. Nein, na? Die tun alles, um zu gewinnen, da bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch so, wenn Jay, wann hat er das erste Mal Mr. Olympia gewonnen? 2008 hat er verloren, 2009, 2010, heißt 2,6. er hat 7, 2,6. So, heißt 2005, wenn er 2005 einen Knopf gehabt hätte, ja, er wird 2006 Mr. Olympia und das kostet ihn 10 Jahre seines Lebens, ja, so, oder nicht? Der hätte nicht überlegt, der hätte einfach drauf gedrückt. Da gab es ja selbst eine Umfrage damals bei Generation Iron, da haben über 50% dafür gestimmt, dass sie 10 Jahre von ihrem Leben aufgeben wollen. Und das, dementsprechend ist das immer sehr schwierig zu glauben, wenn Leute auf dem Niveau sagen, dass sie so wenig genommen haben. Selbst wenn sie nicht so viel gebraucht haben, aber einfach so dieses, um auf Nummer sicher zu gehen. Vor allen Dingen damals wusste man das noch gar nicht so recht. Bestimmt, also ich glaube schon, dass der Jay da schon ein bisschen mehr genommen hat. Die haben so viel rumexperimentiert. Ich denke, das Winstrol, das Inject war jetzt auch nicht wenig. Warum nimmt man das eigentlich dann als Inject? Weil man es nicht mehr ab kann? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es zu dem Zeitpunkt überhaupt Tabletten gab. Okay. Winstrol-Tabs. Ich glaube, das gehört wahrscheinlich in die Kategorie, man nimmt es, weil man es nimmt. Weil damals hast du noch halt originale Steroide genommen. Warum haben die da alle Tren H benutzt? Ja, weil es kein Tren A gab. Obwohl 2009 und so gab es schon. Ja, aber stimmt. Na gut, so. Ich hoffe, euch hat auch hier der kleine Einblick gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dass wir das mal ein bisschen analysieren und uns vielleicht auch den einen oder anderen Cycle von einer Legende reintun, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo, eine aktivierte Glocke und so weiter freuen. Gem 10, Max 10 bei Big Zone, The Most Hated für wunderschön Merchandise auschecken und wir sind raus.